Well, good morning. Today is Sunday the 20th of July and I'm going to do a test run on permission number 73, which is a pretty long one, but it's in the shade. So it's 8:15 in the morning and we already have 24 degrees Celsius, which is roughly close to the 70 degrees Fahrenheit, and so it's going to be a real scorcher again today. Permission number 64 is just beyond this field right here. You can see the tree in the back, the linde, and I'm actually going to do a test run right here in the shade so I don't get burned up so quickly. So let's take a look what it looks like on the map. Jetzt schauen wir mal, wie es auf der Karte ausschaut. So this is number 73 right there. This is number 64 where I did yesterday. This little field you can see is the cornfield right here that hasn't been harvested yet. Also das ist jetzt das Kornfeld, was noch nicht abgebaut ist. That's number 69. And on the old map it looks like 69 was fields right there, and this is number 73 right there. And that's 64 with the old tree right there. Also das ist die 64 und das ist die 73. So today, also heute machen wir die 73. Today I do the 73 test run. As I'm supposed to get a visitor out of Austria, I need to check out a few permissions to see where I can go with the visitor then. And then we'll see. Also wie gesagt, ich bekomme noch Besuch aus Österreich in ein paar Wochen und da werde ich ein paar Felder testen, wo ich dann mit denen hingehen kann. Okay, let's see what we can find and see you on the first find. Also bis zum ersten Fund. And the first find is a piece of copper. Looks like an end piece maybe. Not quite sure, of a belt or could be ornamented there too. Also es scheint irgendein Kupferstück zu sein, ornamentiert, vielleicht von einem Gürtel oder irgendwas anderes. I'm not quite sure what it's like, for what it is. Aber ich bin mir nicht sicher, für was es ist. Aber okay. Whatever. First Pine of History. Also, erster Teil von irgendein erstes geschichtliche Teil jedenfalls. Okay, let's carry on. Also, lass uns weitermachen. And a tiny piece of bronze und ein kleines Stück Bronze. But you can't tell what it's from. Aber man kann nicht sehen, von was es ist. Okay. And a little piece of pot und ein kleines Stück Tonscherbe. In Germany, if you go over a pasture or over a field that's been plowed and stuff like that, and you find piece of pot and stuff, always take it with you, and when you turn it into the heritage, they'll decide how old it is. I mean, we got real old sites here and could be a couple of thousand years old, so they're normally brownish looking, pretty black and crumbly, but nevertheless, I mean, we still have to pick it up, I think. We're not just scavengers for metal and gold and all that kind of stuff, you know. Also, wie ich gerade in Englisch gesagt habe, wenn wir über Felder gehen, wenn wir schon rübergehen, die gerade gepflügt sind und so weiter und geeckt und wir sehen Tonscherben, sie können auch schwarz sein, vor allen Dingen die schwarzen, die sehr grobkörnig sind und so, sollte man sie aufheben und mit abgeben hier in Bayern beim Denkmalschutzamt, weil das könnten Tonscherben sein aus der Bronzezeit und so weiter, sehr alt
Und das ist auch sehr interessant natürlich für die Archäologen und so weiter. Ne? Also wir sind nicht nur hier, um Gold, Silber und so weiter zu finden, sondern auch für die Geschichte. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unsere Archäologen und über unsere Mitmenschen und so weiter. Und deswegen, wenn man schon rüber geht, man findet eine Scherbe. Ich meine, die ich jetzt gefunden habe, wird moderner sein, die ist glasiert, aber desto trotz nehme ich sie mit. Okay? Alles klar. Okay, let's carry on. And the first coin is a 2 Pfennig piece from the Bundesrepublik. So that was, I can't tell right now. I already tried to clean it up a little, but don't know the year yet. The dirt is encrusted too much. Also 2 Pfennigstück. Anywhere between 1950, because it's Bundesrepublik, so 1950 to 2001. Also irgendwas zwischen 1950 bis 2001, wenn wie der Eurocent dann reingekommen ist. Okay, let's carry on. Also, lasst uns weitermachen. And the first tube. Und die erste Tube. And another piece of a tube. Und noch ein Teil von einer Tube. And a funny looking piece of bling. Looks like a cat or something like that, but I'm not quite sure if it is. It's not silver or anything like that, I don't think. Interesting. Interessant, sieht so aus wie ein Stück, ja, wie eine Katze, die irgendwas hält oder sowas, aber keine Ahnung. Okay, interesting what we find on the fields. Schon interessant, was man so auf die Felder findet, gell? Okay, auf zum nächsten. And my first bottle lid. Und meinen ersten Flaschendeckel von diesem Feld. From this field, obviously. And a piece of a cartridge shell. Und ein Stück von der Patronenhülse. And a nice piece of a crotal bell. And it would have been a beautiful one, like with the flower design on there. Ein schönes Teil von einer Schelle. Und das wäre bestimmt auch eine super schöne gewesen. Die hat so Blumenteile und so. Very nice. Shame it's not complete. Schade, dass er nicht ganz ist. Okay. And an encrusted old hammered nail. Und ein total verrosteter Nagel. Gehämmert natürlich, so ein alter. And another coin. Should be a 1 Kreuzer. Bavarian. Can't read the date yet. But normally these were silver. Very bad silver, but they were. So this might be a forgery, but I'm not quite sure. Also normalerweise waren diese alten Kreuzer Silber, aber dieser hier scheint Kupfer zu sein. Also entweder war es eine Fälschung oder was anderes. No clue. Also bin mir noch nicht ganz sicher. But it looks like 18 or something like that. Actually it could be a Pfennig. So it's not a Kreuzer, it's a Pfennig and then it could be copper. Okay. Also es scheint ein Pfennig zu sein und nicht ein Kreuzer. Okay, let's carry on. Also lass uns weitermachen. And a nice big piece of iron. And was pretty deep too. Also ein schönes Stück Eisen, war auch ziemlich tief. Spade depth, so that's what? 30 about 15 inches. Something like that, or 12 inches. 10 inches, sorry. About 10 to 12 inches, ja. Ungefähr so 25 bis 30 Zentimeter tief. Okay, let's carry on. Also lass uns weitermachen. So, that's it for the morning hunt. It's now 20 to 10 and it's getting very, very warm. And I've done nearly all the part in the shade. Also ich habe jetzt fast alles gemacht, was in den Schatten ist. Und ja, time to do siesta and maybe do another hunt this evening. Vielleicht mache ich ja noch mal heute Abend eine Tour. Okay,
And today I'm going to actually do a little roundup again. Und heute mache ich auch meine kleine Zusammenfassung wieder. Bis dann. See you then. So, welcome to the roundup. Also, herzlich willkommen zur Zusammenfassung. So what we got? Nice piece, large piece of iron. The tube and other metal stuff I already chucked away. So, die Tubenzeug habe ich schon am Müll, natürlich bis auf eine. That's a small piece of a tube. Farm equipment that was wood in there, most likely from some kind of wagon this came from. Then we have 4 pieces of pot. Dann haben wir 4 Stücke Tonscherben. Stoneware, the Steinwache, and normal pot, und der normale Ton. Ein nail encrusted, also ein Eisennagel, der noch total verrostet ist. Part of a cartridge, ein Teil von einer Patronenhülse. The cat or whatever it is. Und dieses Tier, also Katze oder sowas in der Art und Weise. No clue what it's from, keine Ahnung wovon es ist. Very nice piece of Croterbell, ein sehr schönes Teil von einer Schelle. Piece of a horse brass, and this is the outer ring, inner ring. Das ist ein Teil von einer Schlitzhose oder Pferdebronze. Sieht man glatt auf beiden Seiten. Das ist die äußere Seite, das ist die innere Seite. 2 Pfennig piece from 1965, 2 Pfennigstück von 1965. Piece of a strap end piece, or most likely belt or something like that. Also ich kann mir vorstellen, dass das hier von ein Endstück ist von einem Gurt, nicely ornamented too. Some kind of star, something like that inside, and loads of little dots on the side, so this would have been very nicely ornamented. Also das hier ist schön ornamentiert mit so einer Art Stern hier drinne und lauter Punkte, ist auch sehr schön. And of course the 1 Pfennig from 18 and this is guessing about 1840 something, but I'm not quite sure. Also unten ein Pfennigstück von 1840 rum, schätze ich mal. But that's only guessing. Das ist nur geschätzt. Okay, that was it. Und das war's. And maybe this evening I'll do another hunt. Und vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine Tour. Okay, see you the next time round. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, goodbye.